es um Kimchi. Ich bin mir sicher, dass die meisten von euch, die diesen Kanal schauen, wissen, was Kimchi ist. Kimchi ist Gemüse, das durch Milchsäuregärung zubereitet bzw. haltbar gemacht wurde. Ich glaube, das kann man ganz gut vergleichen mit Sauerkraut, weil Sauerkraut ist ja auch fermentiertes Kraut. Wenn Leute Kimchi hören, dann stellen sie sich wahrscheinlich meistens die repräsentativste Art von Kimchi vor, nämlich scharfen eingelegten Chinakohl. Aber es gibt nicht nur eine Sorte Kimchi, es gibt in Korea sogar über 100 verschiedene Arten von Kimchi. Die beliebtesten Sorten wären, wie schon erwähnt, der Chinakohl. Dann gibt es noch Lauchkimchi, Gurkenkimchi, Rettichkimchi ist auch sehr beliebt. Also Kimchi ist in Korea nicht nur Bestandteil von fast jedem Essen, es ist sogar ein immaterielles Kulturerbe. Da sieht man oder da merkt man wahrscheinlich, wie wichtig Kimchi als Lebensmittel hier in Korea ist. Man hört ja auch sehr oft, dass Koreaner jeden Tag Kimchi essen. Was ich so in meinem Umfeld beobachtet habe und in meinem Alltag ist, dass das schon zutrifft, dass zumindest, also dass zu ziemlich allen Speisen irgendeine Art von Kimchi dazu serviert wird als Beilage. Ich finde, man kann den Stellenwert von Kimchi hier in Korea ganz gut daran erkennen, dass es eigene Kühlschränke nur für Kimchi gibt. Also wenn man in den Elektromarkt geht, in die Kühlschrankabteilung, dann wird man eigene Kühlschränke nur für Kimchi finden. Also Samsung, LG, die machen alle eigene Kimchi-Kühlschränke, weil es ist sehr wichtig, wie Kimchi gelagert wird. Früher war das ja so, dass Kimchi in so Steintöpfen gelagert wurde, die im Boden vergraben wurden. Dadurch, dass das halt in der Erde war, ist da die Temperatur immer relativ gleich. Und das ist ziemlich wichtig bei Kimchi, dass da jetzt nicht solche Temperaturschwankungen gibt. Und bei einem normalen Kühlschrank ist das aber leider der Fall, weil man ja die Tür ständig auf und zu macht. Und deswegen sind Kimchi-Kühlschränke da extra irgendwie so gemacht, dass die Temperatur immer gleich gehalten wird. Wie man im Intro gesehen hat, ich habe hier zu Hause auch eine riesen Box voll mit Kimchi von meiner Schwiegermutter. Und wir haben die Box einfach im Kühlschrank stehen, weil wir haben keinen Kimchi-Kühlschrank. Normalerweise gärt Kimchi sehr, sehr langsam vor sich hin. Wird auch nicht wirklich schlecht. Nur im normalen Kühlschrank kann es passieren, dass er zum Schimmeln anfängt, beziehungsweise der Kimchi vergärt, also der Kimchi fermentiert einfach viel, viel schneller und wird dadurch schneller sauer. Und als Beilage ist saurer Kimchi jetzt nicht so toll. Man braucht sauren Kimchi aber für spezielle andere Speisen, wie zum Beispiel Kimchi-Eintöpfe. Da ist es sehr, sehr gut, wenn der Kimchi sauer ist, dann schmeckt der Eintopf umso besser. Ich zeige euch jetzt noch, wie man ganz einfach so einen Kimchi-Eintopf machen kann. Einen Chamchi-Kimchi-Jjigae, also einen Thunfisch-Kimchi-Eintopf. Ist ein sehr einfaches und wirklich leckeres Gericht. Das war's soweit heute zu Kimchi. Wer mehr über die Geschichte von Kimchi und über die Zubereitungen, wie man Kimchi macht, lesen möchte, der kann auf koreaonline.at nachlesen. Da gibt es weitere Infos. Und ja, das war's von mir heute und tschüss! Baba!